Ein Duell auf Augenhöhe erwartet uns heute hier Arne Kastropper beim VfL Bochum. Das sind eigentlich so Spiele, ähnlich wie in der Zweitliga, die könnten wir für uns entscheiden. Wichtig für den Klassenerhalt. Aber Bochum kann auch eine sehr, sehr eklige Mannschaft sein und eine sehr, sehr eklige Partie. Ich bin sehr, sehr gespannt. Heute wieder in unseren schönen, neu designten Auswärtstrikots. Wer sie noch nicht gesehen hat, entweder beim Auswärtsspiel in Köln, ja, oder halt heute hier in Bochum. Den musste ich das schöne hellblaue Trikot geben, weil das sich sonst gebissen hätte. Also das wäre farblich nicht gegangen. So, also starten wir rein. Vonovia Ruhrstadion. Wir stehen natürlich wieder offensiv. Bin sehr, sehr gespannt. Gegen Wolfsburg hat das auch sehr, sehr gut ausgesehen. Ich war sehr überrascht, dass wir Wolfsburg eigentlich ja durchweg dominiert haben. Und nominiert wurden auch ein paar für die Nationalmannschaft. Bestimmt. So, jetzt bin ich sehr, sehr neugierig, wie das hier gegen Bochum läuft. Die schon mal ein bisschen mehr machen als Wolfsburg. Sehe ich schon direkt in den ersten Sekunden. Das deutet also darauf hin, dass es heute ein sehr schweres Spiel wird. Kampfbetont. Und die Bochumer bislang mit 2 Remis in die Liga gestartet, auf dem 11. Platz. Also auch noch im Mittelfeld, im Niemandsland der Tabelle quasi. Wie gesagt, nach 2 Spielen. Da kann man auch noch nicht so viel sagen. Aber eventuell, oh, Jung war schön gemacht, haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, schnell umzuschalten. Ja, Bayern führen schon 1-0, wer hätte es gedacht? Harry Kane. Wir haben sehr, sehr viel Platz, merke ich gerade. In den ersten Sekunden hier. Philipp mit der ersten Chance. Erster Schuss aufs Tor. Spielt im 4-1-2-1-2. Auch eine sehr, sehr interessante Formation, die auch richtig gut werden kann. Oh, schöner Schuss von Jong war. Besonders mit 2 Stürmern vorne. Dahinter dann noch ein offensiver Mittelfeldspieler oder eine hängende Spitze, wenn man so möchte. Also auch nicht so verkehrt. Von daher auch sehr schwer zu bespielen. Nachteil ist aber, die haben keine Flügel. Die haben dann also mehr so in die Mitte gezogene Mittelfeldspieler. Das heißt, wir haben Platz und Geschwindigkeit über die Flügel. Oh, Bochum steht sehr tief hinten drin. 2 Verteidiger. Das erinnert so ein bisschen an Deutschland gegen Mexiko bei der WM 2018. Da waren auch nur Hummels und ich glaube Boateng damals hinten und ansonsten alle nach vorne. Und niemand hat mit zurückgearbeitet. Das hat mich gerade so ein bisschen dran erinnert. Weil die so offen hinten standen. Aber das können sie gerne weiterhin machen. Warum nicht? Habe ich auf jeden Fall nichts gegen. Wir haben halt Platz wirklich über die Flügel. Ihr seht unten, die verschieben auch nicht gut. Die stehen hinten drinne, warten quasi ab. Das heißt also, unsere Verteidiger können auch mit nach vorne. Hier, Listzersch, du liebe Zeit, vorne Wanner. Da ist ja mega, mega viel Platz. Wanner kommt leider nicht ran. Ja, Castaneda auch nicht. Aber dann aufgepasst. Mit 1, 2 schnellen Kontakten, dann können die auch mit 3, 4 Mann vorne stehen. Also von der Formation her eine sehr, sehr interessante Partie. Eine sehr, sehr interessante Paarung. Achtung, jetzt kommt aber Bochum bei Hoffmann. Sissoko, der hat auch einen guten Schuss, aber wir sind dazwischen. Verteidigung steht. Sinamoy macht das schon wie ein ganz großer. 17 Jahre jung. Großes Talent aus den Solomoninseln. Bin sehr, sehr gespannt, was er noch für die Entwicklung nimmt. Listet kriegt dann den Ball auf Jongwa, natürlich. Jetzt ist Philipp in der Mitte. Nicht gut positioniert, aber wir haben noch Kaba. Der bringt die Flanke. Ah, nicht so gut. Dann hinterlauf mich nochmal. Da ist die Lücke. Listet, mal gucken, wie kann der schießen. Ja, der wäre auch nicht schlecht gekommen. Also wir haben auch hier wieder die Chancen. Wir kommen nach vorne. Den Schwung müssen wir mitnehmen und Bochum wartet halt auch auf Konter, habe ich das Gefühl. Und dann haben wir halt vorne auch mit Hofmann einen kopfballstarken Mann drin, den sie auch immer wieder mal mit Flanken füttern können. Aber momentan ist nicht viel mit Füttern. Es ist viel mit hinterherlaufen. 3 auf 2. Wieder eine gute Gelegenheit umzuschalten. Jongwa greift keiner an. Dann machen wir es erstmal alleine. Jongwa fällt und das gibt Elfmeter. Ja, vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen lachhaft. Musste nicht geben. Amel Bella Kotschap mit dem Foul. Da sehen wir es. Okay, da war das Bein kurz draußen von Amel Bella Kotschap. Und dann macht Jongwa das einfach clever. Lässt sich fallen. Und gibt Rayan Philipp die Chance. Aufs 1:0 gegen Fernando. Er hat eine 68 bei Elfmetern. Gucken wir mal, ob er es auch gut drauf hat. Philipp gegen Fernando. Verliert ihn. Und das 0:1. Der Cole Palmer für Arme hier oder was? Für die Bundesliga. Es läuft wirklich richtig, richtig gut. Philipp, auch schon sein 2. Saisontor nach seinem Auftakt in Köln.
Jetzt auch hier per Elfmeter erfolgreich gegen Fernando. Schön verladen, 1:0. Und ich glaube, das Foul, ich habe mir das jetzt nicht nochmal angeguckt, weil man hat es, glaube ich, ganz gut in der Wiederholung gesehen. Der Fuß war draußen von Amel Bella Kotschap und das nimmt Jongwa halt an. Schlau gemacht. Gott sei Dank nimmt das man. Es gibt auch viele, die stolpern einfach nur drüber. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber manchmal muss es einfach clever machen. Wenn der Gegner dir das ausgestreckte Bein anbietet, musst du es auch irgendwie annehmen. So denke ich. Ist meine Meinung darüber. Jetzt haben wir Bochum erstmal ein bisschen ja, in die Offensive gedrängt. Jetzt müssen sie. Ich glaube nicht, dass sie hier Lust haben, zu Hause zu verlieren. Und das ergibt natürlich Chancen zu kontern. Wanner, ein bisschen zu weit vorgelegt, wie immer. Das werde ich auch nie rauskriegen, dass ich mir den Ball doch zu weit vorlege, obwohl das gar nicht hätte sein müssen. Aber das macht schon Mürbe hier. Schade, auch wenn das jetzt nicht funktioniert hat, das Pressing. Aber es ist eine gute Variante. Immer wieder den Gegner zermürben, anlaufen mit 2, 3 Mann. Aber irgendwann ist halt die Lücke da und irgendwann wissen sie auch nicht mehr wohin. Fangen an zu tricksen wie die Großen. Bero, Kaba ist dazwischen. Gute Verteidigungsarbeit. Aber dann häufen sich auch solche Fehler. Oder schleichen sich solche Fehler ein. Talba. Und Sinamoy. Nach dem Partov da ganz souverän mit der Brust zurückgespielt hat. Super. Dann ist auch gleich schon wieder Halbzeit. Wir führen 1:0. Also wir haben ein gutes Torverhältnis. Wir haben Stand jetzt 7 Punkte auf dem Konto. Das ist nicht so verkehrt. Das sage ich euch, wie es ist. Und wenn die Konkurrenz auch nicht gewinnt, dann sind wir sogar vielleicht am Ende dieses Spieltags schon auf dem 2. oder 3. Platz. Wer hätte das denn gedacht? Ich nicht. Aber ich glaube an unsere Eckenstärke. Wanner ist da. Und nahm die Collins. Ja, Jongwa will er vielleicht nochmal. Eine Chance. Ja, Partov muss hin, weil Wanner war im Abseits. Kaba, Wanner ist ja da. Oh Gott, der ist ja völlig frei. Wanner! Oh, in der Mitte wäre Philipp gewesen. Auch wieder zu spät gesehen. Das wäre das zweite Ding gewesen. Schade, schade. Na gut, Pause. 1:0. Viele im Heimtrikot. Da unterwegs. Ryan Philipp ist kaum zu stoppen. Gut, der hat, wie gesagt, den an 11. Aber auch wieder 6 Schüsse, 0 für den VfL Bochum. Also es läuft richtig, richtig gut. Und gerade halt gegen solche Teams, die vermutlich unten mit drin stehen werden, das kommt es natürlich sehr gelegen, dass wir in den ersten 3 Spielen unter anderem gegen Köln und Bochum spielen. Das ist natürlich auch ein machbares Auftaktprogramm, ne? Dann Wolfsburg noch dazwischen. Aber irgendwann kommen halt die harten Brocken, ne? Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig, Frankfurt. Dann wird es sich zeigen, ob wir eine Spitzenmannschaft sind, um es mal überspitzt zu sagen, oder halt nicht. Aber wir haben auf jeden Fall wieder viel Platz, so liebe Zeit. Jongwa, um Gottes Willen, dass wir das ja noch kläglicher vergeben als die Verteidigung, die nicht vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob der Bochumer Trainer Tomaten auf den Augen hat oder das nicht sieht, aber ich würde mal was verändern. Haben die auf Dreierkette umgestellt? 3-1-4-2 oder so? Nee. Doch, ich glaube, die haben umgestellt. Die haben noch 3 Mann hinten oder hat Bella Kotschap rot gesehen? Der steht aber noch auf dem Feld, oder? Hat der rot gesehen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, da ist er noch. Aber Wanner, du liebe Zeit, so viel Platz in der Mitte. Und jetzt ist es passiert. 2:0. Aber was für ein desaströses Verteidigungsverhalten von Bochum. Also das kannst du nicht als Bundesliga-reif verkaufen, das geht nicht. Also die sind, ich weiß nicht, mit 2, 3 Mann, haben riesen Abstände. Die spielen ja wie Ulm oder wie Regensburg in der 2. Liga. Das ist ja krass. Und die sind abgestiegen. Ich möchte jetzt den Bochumern hier keine Angst machen in-game, aber das sieht ganz schön schwarz aus. Wenn die so weiter verteidigen, dann Prost Mahlzeit. Und Wanner mit seinem ersten Tor in der Bundesliga. Also für uns. Für Heidenheim hat er bestimmt auch schon getroffen, aber für uns sein erstes Tor würde ihm gut tun für seine Entwicklung. Und die haben auf Dreierkette umgestellt. Ich muss mal kurz gucken, mir lässt das gerade gar keine Ruhe. Die haben auf Dreierkette umgestellt. 3-1-4-2 von 4-1-2-1-2 auf eine Dreierkette umgestellt. Scheint nicht so zu fruchten. Nächste Chance, Listesch. Vielleicht jetzt auch mit seinem ersten Tor, Listesch. Das ist hammerhart, ey. Also Dreierkette ist schön und gut, aber du musst sie auch dementsprechend gut spielen. Und Witek kommt jetzt gegen Poso. Laufduell wirst du verlieren, Junge. Hast du keine Chance. Losli.
Bella Kotschap jetzt vielleicht mal. Jetzt kommen sie nach vorne. Castañedas aber dazwischen. Gute Zweikampfverhalten. Also spricht heute alles für uns, für den nächsten Sieg. Und wir sind schon wieder vorne. Da ist Rayan Philippe. Fernando und Jongwa nochmal aus Spitzenwinkel. Den hat er da nicht ganz rumbekommen. Wir wechseln jetzt nochmal. Ich bringe Fridjonsson und Hekimoglu schon mal ein bisschen früher, dass die heute ein bisschen mehr Spielzeit kriegen. Ich glaube, das können wir machen, ohne jetzt überheblich hier zu wirken. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, das werden wir gewinnen. Deswegen bringe ich auch mal Rogoff rein. Nicht, dass mir das jetzt um die Ohren fliegt hier, dass ich hier durch die Wechsel auf einmal 2 Gegentore noch bekomme. Was hätten wir noch? Wir hätten noch eine 5er-Kette, wir hätten noch ein 4-1-2-1-2 und wir hätten noch ein klassisches 4-4-2. Also ich belasse das erstmal beim 4-2-3-1 nach wie vor, bei der breiten Variante. Lässt sich bislang ganz gut spielen. Warum sollte ich jetzt irgendwas verändern? Achtung, Bochum kommt. Bochum kommt mit ihrer ersten Chance. Kaba ist da, keine Ecke, sondern Abstoß. Sehr, sehr gut, perfekt. Auch die Neuen, die fügen sich hier sehr, sehr gut ein. Sinamoy hatte halt noch nicht so viel zu tun gegen Wolfsburg dann. Das Ding am Ende, das wäre auch noch fast schief gegangen, aber heute halt auch bis auf den Abschuss, bis auf 1, 2 Rückpässe, die er gut zurückgespielt hat, war eigentlich nicht viel. Das ist ja das Merkwürdige, aber wir müssen das ja ausnutzen. Lieber jetzt am Anfang die Punkte holen, ja, als dann mal vielleicht in der Phase, wo wir nicht so einen guten Lauf haben, wo wir dann halt vielleicht mal keine Punkte holen. Dann haben wir die nämlich schon auf dem Konto. Hekimoglu, nächste Chance, nächster Abschluss. Da hoffe ich halt auch, dass er eine bessere Saison spielt. Ja, zweite Liga war so ein bisschen, um sich so an das Spielniveau zu gewöhnen. Und jetzt bin ich gespannt, ob er in der ersten Liga auch seinen Stempel aufdrücken kann. Wenn nicht diese Saison, dann auf jeden Fall in den nächsten Jahren. Großes Potenzial, großes Talent, habe ich ja vorgestellt in meinem Video. Also da macht ihr nichts falsch, wenn ihr euch Hekimoglu holt. Und ihr könnt euch hier auch immer wieder selber überzeugen, weil ich ja auch hier ab und zu spielen lasse, wenn ihr ihn mal live in Action sehen wollt. So, Viertelstunde noch, Bochum. Ja, Bochum, was ist los hier immer? Oder was? Nochmal ein bisschen nach vorne spielen oder was? Oh, die Bayern spielen auch nur unentschieden. Sind wir sogar Tabellenführer? Wie krass wäre das denn, wenn die alle unentschieden spielen? Leipzig auch, dann sind wir Tabellenführer. Verrückte Bundesliga, aber gut, das ist halt so. An den ersten Spieltagen, wo noch nicht alles so eingespielt ist. Da gibt es dann halt auch mal einen frechen Aufsteiger aus Nordrhein-Westfalen, der hier für Furore sorgt. Nicht nur mit guten Spielen, sondern auch mit solchen Toren. Und wieder ist es Jongwa, der Mann von den Seattle Sounders. So ein ähnliches Tor hat er gegen Köln auch gemacht. Da war es aber in den Winkel. Hier war es halt nicht ganz in den Winkel, aber auch ein schönes Tor. Schöner Abschluss, 22 Meter. Schön satt getroffen. Unhaltbar für Fernando. Die Nummer 1 der Liga sind wir. Mit Fragezeichen eventuell. 3:0. Wohl dem, der uns dieses, ja, doch etwas leichtere Auftaktprogramm gegeben hat. Wir hätten auch gleich zu Beginn die Kracher haben können. Dortmund, Bayern, Leipzig, Leverkusen. An den ersten 5 Spieltagen, das wäre dann schon mal eine Hausnummer gewesen. Also im Prinzip müssen wir froh sein, dass wir jetzt den Spielplan so haben, wie er ist. Wir gucken dann gleich nochmal in den Kalender, was die nächsten Spiele für uns bereithalten. Irgendwann ist dann auch DFB-Pokal, habe ich gesehen. Da gucken wir dann auch nochmal auf den Gegner, aber hier lassen wir es so ein bisschen austrudeln. Also 3:0, nächster Sieg. Mal gucken, hoffentlich zu 0. Vielleicht legen wir noch ein Tor nach. Jong war getroffen, Paul Wanner getroffen. Rayan Philippe. Per Elfmeter Hekimoglu. Ja, aber ihr seht, Bochum auch nach wie vor, auch mit dieser Dreierkette, da ging nicht viel mehr. Standen hinten drin. Dann hätten sie auch weiterhin mit dem 4-1-2-1-2 spielen können. Haben sie dann nicht gemacht. Was ist das denn? Bremen, Dortmund 3:4. Was sind das für wilde Spiele hier? Viele Tore fallen ja. Auch bei uns. Wird nicht langweilig. Ich hoffe, das 0:0 gegen Wolfsburg war wirklich eine Ausnahme. Und dann ist die Nachspielzeit schon angebrochen. Wieder nur 1 Minute. Also, ich kann den Controller gefühlt hinlegen. Warten wir noch, bis der Schiri abpfeift. Das ist jetzt hoffentlich der Fall. Na, komm, jetzt ist es so weit. Also 3:0. Zweiter Sieg, zweiter Auswärtssieg. Zu Hause hapert es noch ein bisschen. Da müssen wir jetzt auch mal nachlegen. Und wenn das regelmäßig klappt, dann weiß ich gar nicht, wo diese Mannschaft noch hingeht in der Tabelle. Also wir haben 7 Punkte. Richtig guter Auftakt. Und wir stehen weiterhin oben. Vielleicht sogar, wenn die Ergebnisse stimmen,
Ganz oben. Wir hatten am Ende 15 Torschüsse. Leverkusen gewinnt. Bayern spielt unentschieden gegen Gladbach. Also sind wir schon mal vor den Bayern auf Platz 4. Und Frankfurt. Jetzt spielen wir schon gegen Frankfurt. Nächstes Heimspiel. Wir haben wieder 3 Spieler bei uns. Das wollte ich euch sowieso noch sagen. Wir hatten nach dem letzten Spiel, total unverständlich, 6 oder 7 Spieler von uns in der 11 des Tages. Das finde ich auch irgendwie so ein bisschen random, so ein bisschen gewürfelt. Wie sieht es hier bei der Eintracht aus? Die haben einen Unentschieden, einen Sieg und eine Niederlage. Also von allem schon was mit dabei. Wen haben sie so auf der Bank? Uso, Ngankamp, Juri Bediche, glaube ich. Acevedo kenne ich nicht. Digne, Brandwaite, Chaibi. Dann haben sie Baumann im Tor. Højlund Innenverteidiger. Was ist das denn für eine wilde Aufstellung? Højlund ist eigentlich kein Innenverteidiger. Robin Koch, Nguyen, Skiri, Knauf, Götze, Ekitike, Mamouche auf gleicher Höhe wie Ekitike, Meller auf links, Ebimbe. Ja, weiß ich nicht, ob die unbedingt so spielen, aber Taktikvoreinstellung haben sie. Tiki-Taka, wichtige Defensivspieler, Offensivkraft, natürlich Mamouche, der momentan, ja, alles kurz und klein schießt. Um da mal einen kurzen Abstecher in Realität zu machen, hat 3 Freischusstore hintereinander geschossen in 3 Spielen. Also der ist wirklich momentan in einer sehr, sehr guten Form. In einer wirklich sehr, sehr guten Form. Macht der Eintracht Spaß, macht der Liga Spaß. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, ob es bei ihm dann auch so weitergeht. Bis zum Saisonende. Also die Tabelle nach 3 Spielen. Dortmund erster vor Bayern, dann Gladbach, dann wir auf der 4 aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Die haben schon 9 Tore geschossen, die anderen. Wir haben aber noch als einzige Mannschaft keins kassiert. Kann das sein? Bremen hat schon 13 Gegentore, Stuttgart hat 10 Gegentore. Unten ist der HSV und Union. Bochum, die werden sich halt alle unten wiederfinden. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Nach wie vor. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Ich finde das sensationell, wie es bislang läuft. Also wir haben jetzt Frankfurt, wir haben Union. Um schon mal ein bisschen... Nein, ich verklick mich da immer. Dann haben wir Bremen, Gladbach, Dortmund. Das sind schon mal 2 Hammergegner hintereinander. Gladbach, Dortmund. Dann haben wir Stuttgart, Augsburg. Dann ist Länderspielpause. Dann 2 Auswärtsspiele gegen Bayern und gegen Leverkusen. Dann haben wir Mainz, Hoffenheim, Hamburg, Freiburg, Leipzig und dann geht's los mit dem Auswärtsspiel gegen Dortmund. Also Ende, was haben wir hier? Ende November wird sehr, sehr schnucklig. Da müssen wir uns warm anziehen, nicht nur aufgrund der kalten Temperaturen, sondern auch, weil wir zweimal auswärts spielen. Bei Bayern und bei Leverkusen. Ich weiß nicht, wie es bis dahin aussieht. Vielleicht sind wir ja oben mit dabei, haben uns da wirklich etabliert. Ich zeige euch aber noch mal die Mannschaft, dass ihr das euch wirklich nochmal vergewissern könnt. Die haben knapp alle über eine 70. Also der Beste ist wirklich Jong, war 74. Ansonsten haben wir hier 67, 68, 65. Das Geile ist aber, dass die alle noch ein großes Potenzial haben. Vor allem Wanner, Listesch sowieso, die kriegen auch über eine 80. Paul Wanner vielleicht sogar bis über eine 90. Dann haben die Collins hat noch Potenzial. Sinamoy, weiß ich nicht. Mal gucken, wo seine Entwicklung hingeht. Kaba auch. Bei Poso, der kriegt auch bis eine 76. Der hat aber auch nur ein Jahresvertrag. Da müssen wir uns also nächste Saison auch nochmal umgucken. Wenn wir denn noch eine 3. Saison machen, das habt ihr dann zu entscheiden. Und ein bisschen Qualität ist ja noch auf der Bank. Dazu im Jugendbereich haben wir auch ein paar gute Leute. Also ihr merkt schon, ich bin ein bisschen euphorisch. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Und es würde mich freuen, wenn wir einfach zu Hause jetzt gewinnen. Dann hätten wir den 3. Sieg im 4. Spiel, würden uns weiter oben festsetzen. Mal gucken, was die Eintracht macht. Mamouche, Ekitike und hast du nicht gesehen. Also macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein kostenloses Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.